In einigen Vorträgen habe ich ja schon darüber erzählt, was ich mit meinem Sohn oder vor allem meinen Sohn mittlerweile mit KI alles so machen kann. Und wahrscheinlich werden mich schon etliche Pädagogen dafür verfluchen. Aber das ist wirklich sehr spannend. Heute will ich aber gar nicht darüber sprechen in meinem Gespräch, was Kinder mit KI alles schon tun können. Das werden wir uns vielleicht mal in Zukunft näher anschauen. Sondern was die KI für Kinder tun kann. Und dafür habe ich etwas dabei, einen besonderen Gast, nämlich hier den Lexi. Und wie ihr schon sehen könnt, ist das jetzt erstmal kein Mensch, sondern ein Gerät. Und dieses Gerät ist ein KI-basiertes Spielzeug, das Kinder vom Kleinkind unterstützen soll, ja, die Umwelt, die Umgebung schneller und besser zu erlernen. Und den habe nicht ich erfunden, sondern zwei Kolleginnen von mir, die ich heute zum Gespräch dabei habe, mit denen auch deutlich gesprächiger sind als der Lexi. Und das einmal Melina Panzner und einmal Kirsten Harting als Erfinderinnen dieses Lexis. Ja, herzlich willkommen. Ich gebe den euch schon mal, weil wir wollen sicherlich einmal so ein bisschen nachfragen, was genau Lexi alles so kann und was sich so auch technologisch dahinter verbirgt. Ich glaube, der König preist das ja als KI-basiertes Kinderspielzeug schon an und das wird uns sicherlich alle interessieren. Aber bevor wir da reingehen, ich habe euch jetzt einfach als Kollegin angekündigt, aber vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz zu euch sagen, was macht ihr eigentlich am Institut? Vielleicht, Melina, fängst du auch mal kurz an. Was ist deine Aufgabe und wie kommt man dazu, ein KI-basiertes Spielzeug zu entwickeln? Ja, genau. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei dir im Bereich und beschäftige mich jetzt schon seit mehreren Jahren mit dem Thema Industrial Data Science, also KI und Datenauswertung im Bereich Industrie. Und dachte, das kann man auch für ein Spielzeug machen. Ja, genau. Also ich habe selbst auch 2 Kinder und in dem Zuge ist man natürlich auch viel draußen unterwegs und dann natürlich auch das ein oder andere Problem und würde gerne den Kindern da mehr beibringen, aber einem selbst fehlt dann auch ganz oft das Wissen. Und in dem Zuge entstand dann so ein bisschen die Idee auch zusammen mit Kirsten, da unsere Kinder auch befreundet sind und ja. Ja, Kirsten, bevor wir darauf eingehen, dass eure Kinder euch regelmäßig am Spielplatz treffen, was machst du bei uns eigentlich am Institut? Ja, ich habe von Haus aus auch erstmal gar nichts mit KI zu tun. Ich habe Geschichte studiert und weiß noch, mein erster Arbeitstag am Fraunhofer mit dir, das war die Hannover Messe 2015 und wurde komplett ins kalte Wasser geworfen, was überhaupt das ganze technologische Umfeld angeht, in dem wir uns hier bewegen. Hat aber gut geklappt. Ich mache jetzt seit fast 10 Jahren Wissenschaftskommunikation am Fraunhofer und habe natürlich immer trotzdem auch mit KI dann zu tun. Also ich schreibe hauptsächlich über KI. Ich spreche über KI, genau. Ja, sehr schön. Jetzt ist das ja eigentlich schon eine Wahnsinnsstory. Eure Kinder sind befreundet, ihr wohnt beide nicht in Paderborn, sondern in Bielefeld. Am Spielplatz trefft ihr euch und wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Spielzeug KI-basiert zu entwickeln? Ich meine, ein bisschen hast du schon gesagt, die Kinder wollen mehr wissen, aber was war die Idee dahinter, hinter dem Lexi und was macht dann Lexi? Wie bedient Lexi genau dieses Problem? Ja, genau. Also ich persönlich hatte wirklich ganz oft das Problem, dass mein Sohn mich was gefragt hat und ich hatte einfach keine Antwort darauf und habe dann gesagt, ja, da müssen wir dann irgendwie zu Hause mal nachgucken und dann vergisst man das natürlich aber auch wieder und ich glaube, wir haben uns dann viel darüber unterhalten und haben das einfach festgestellt, dass das ein Riesenproblem ist, beziehungsweise es ist ja auch so schade, wenn man die Kinder dann gerade nicht irgendwie unterstützen kann bei dem, was sie ja gerade super spannend finden, weil ja diese Neugierde ja so besonders ist, gerade bei diesen ganz kleinen Kindern. Die muss ja auch sofort bedient werden. Genau. Also so Wissensvermittlung eine Stunde später klappt ja in der Regel nicht, da ist das Interesse nicht mehr da. Ganz genau und das ist ja eigentlich so eine große Chance und da haben wir uns gedacht, da muss man doch genau da ansetzen und und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das denn eigentlich machen, ne? Und so ist dann irgendwie eins zum anderen gekommen. Genau. Ja, sehr schön. Ja, wir haben mit einer ganzen Reihe von Eltern sprechen können. Wir haben Lexi auch schon validiert in Kitas, in Testläufen und haben gefragt, wie Familien aktuell die Natur erkunden. Und viele Eltern greifen inzwischen halt auch auf ihr Smartphone dann zurück und machen Apps auf wie Flora Incognita und so weiter. Und das greifen wir halt auf, also diese intelligente Bilderkennung der Natur
wollen aber die Kinder hautnah in die Wiese und in den Wald schicken. Also sie sollen halt nicht mit dem Smartphone ihrer Eltern unterwegs sein, sondern sollen wirklich am liebsten tief in der Wiese stecken und da die Natur entdecken. Und ja, dafür geben wir Lexi mit. Und wenn du möchtest, kannst du ihn gerne mal ausprobieren. Ja, dann können wir das Geheimnis lüften, warum wir heute eigentlich so ein bisschen grün angehaucht sind im Setup. Nämlich, wir haben hier einen Farn mitgebracht. Das ist euer, ich habe schon gesagt, euer Pitching Farm, um die Idee zu erklären. Das heißt, hier habe ich einmal den Lexi. Jetzt könnte ich mich als Kind dafür interessieren, was ist das eigentlich für eine Pflanze? Und wenn ich da jetzt einmal drauf drücke, dann kriege ich eine erste Antwort. Wir hören uns das einfach mal an. Ich sehe einen Farn. Farne haben große, geschwungene Blätter, aber keine Blüten. So, also da kriege ich einmal so Allgemeinwissen. Wir Erwachsene wissen so ein bisschen was über einen Farn, aber ich bin, was Fauna und Flora angeht, nicht so gut ausgebildet. Deswegen ist für mich das auch nochmal interessant. Und wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, dann kriege ich nochmal mehr Informationen, habt ihr mir gesagt. Dann probieren wir das auch gleich mal aus. Farne gehören zu den ältesten Pflanzen der Welt und können so groß werden wie Bäume. Schon die Dinosaurier haben gern Farn gefressen. So, das sind jetzt schon mal Informationen über, also ich wusste das nicht, dass die Fauna tatsächlich so alte Pflanzen sind, also schon während den Dinosauriern gelebt haben, aber tatsächlich schon etwas mehr, als was man so, kann man glaube ich sagen, auch der normale Elternteil so seinen Kindern sofort einfällt und was erzählen kann. Das ist jetzt ja für eine Pflanze. Und jetzt habt ihr gesagt, der Clou ist, wenn ich nochmal drauf drücke, dann erfahre ich nicht nur noch mehr Wissen, sondern werde ich praktisch auch nochmal so engaged, noch etwas zu unternehmen damit. Das gucken wir uns auch einmal mal an. Frag doch einen Erwachsenen. Vielleicht darfst du ein Blatt abpflücken und mitnehmen. Zu Hause können wir damit tolle Stempelbilder machen. So, also ich werde heute auf alle Fälle ein Blatt noch mal mitnehmen von eurem Faun. Es tut mir leid, wenn er dann langsam so gut geht, aber wenn man da einmal so aufgefordert wird. Und dann, ich finde das toll. Also ich bin ja selber auch Vater von zwei Kindern. Einer ist nicht mehr so klein, aber der würde sich auch noch wahnsinnig für sowas begeistern, weil tatsächlich motiviert das ja einen total, das Umfeld zu erlernen. Und das ist ja das große Problem, auch persönlich jetzt wirklich als Vater gesprochen, nicht als Wissenschaftler, habe ich überhaupt keine Ahnung davon, aber von diesen ganzen KI-basierten Apps, die sind alle auf den Handys oder auf dem Tablet und die ziehen ja die Kinder nicht von dem Tablet eigentlich weg, sondern die fesseln die eigentlich da dran und dementsprechend kriegt man ja gar nichts von seiner Umwelt mit. Und also wenn ich jetzt eine Pflanze auf dem Tablet gesehen habe, habe ich noch gar kein Gefühl dafür, wie die vielleicht in der Realität ist und deswegen ist das spannend. Könnt ihr vielleicht noch ein paar Sachen zur Technik sagen? Also wir sehen ja schon mal, dass das ganz niedlich ausschaut. Das ist jetzt ein Demo, also es ist praktisch ein erster Prototyp, der erstmal soweit funktionsfähig ist, aber sicherlich vom Design, habt ihr mir vorher gesagt, wollt ihr das noch ein bisschen niedlicher und machen. Da ist noch nicht alles ausgereift, aber technologisch habt ihr das jetzt, glaube ich, schon so weit vorgesehen, auch in dieser Größenordnung, was man eigentlich bräuchte. Vielleicht kannst du, Melina, noch mal kurz was zu der Technik dahinter sagen. Ich stelle es mal wieder hin. Sehr gerne. Genau, Kirsten hat schon die Apps, die Erkennungs-Apps angesprochen. Im Grunde nutzen wir dieselbe Technologie, sprich KI-basierte Bilderkennung. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, das auf so einem Gerät dann auch umgesetzt zu bekommen. Wir planen aktuell mit 2 verschiedenen Varianten. Und zwar eine erste Variante, in der dann der Lexi mit dem Smartphone eines Erwachsenen verbunden sein muss, sodass dann das Gerät wirklich Zugriff auf ein KI-Modell hat im Hintergrund und dann entsprechend die Erkennung vornehmen kann. Ne? Aber das Gerät selbst hat eben eine Kamera und also der Lexi würde dann eben ein Foto aufnehmen und dann über das Smartphone die Ergebnisse sozusagen wieder rausspielen können. Ja. Und wir planen aber auch noch mit einer weiteren Variante und ich glaube, damit sind wir auch eigentlich gestartet. Das ist noch mehr das, wo wir eigentlich hinwollen, wo es dann darum geht, die Erkennung wirklich auf dem Gerät selbst also die KI laufen zu lassen. Genau. Komplett als geschlossenes System, man ist nicht mehr abhängig vom Handy der Eltern. Genau. Wobei das natürlich immer auch seine Vorteile hat, weil man natürlich dann auch weiß, was die Kinder gerade so anklicken und vielleicht auch nochmal einen Kontext dort mit reinsetzen kann. Ich bin erstmal nur beruhigt, dass weil ich kenne das ja, also mein Sohn hatte das auch immer und er wollte natürlich immer das Handy haben, ist damit rumgerannt und das kann teuer enden, weil auf dem Spielplatz so ein Handy in kleinen Kinderhänden, das landet mal im Sand oder im Wasser oder weiß ich wo oder geht zu Bruch und das ist natürlich schon mal ganz gut. Ja, aber um dann noch zu ergänzen, also ob es jetzt die On-the-Edge-Variante ist oder die online-basierte Variante, die Eltern haben trotzdem jederzeit Zugriff auf das, was ihre Kinder gerade entdecken. Also wir entwickeln parallel eine Begleit-App,
Das heißt, wenn das Kind den Farn im Wald entdeckt, dann können die Eltern in Echtzeit schauen, was da gerade entdeckt wurde, erhalten auch Informationen zu möglichen Gefahren, also giftige Pflanzen gibt es ja auch zuhauf im Wald zum Beispiel, oder auch Hinweise, sorgsam mit der Natur umzugehen und nicht einfach alles abzupflücken. Du darfst heute. Genau, und die App bietet natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, für dann zu Hause tiefergehende Forschung, also ein Forschungstagebuch anlegen, ein sehr spielerisches, erstes systematisches Lernen, aber auch die Möglichkeit, mit Lexi spielerisch an die Natur heranzugehen. Also zum Beispiel wollen wir die Kinder mit Lexi in den Wald schicken und ihnen auftragen, such doch mal heute 4 verschiedene Pflanzen, die sind gelb. Also dass man halt dann auch über diese andere so Schnitzeljagd, Motivation, das spielerische Entdecken fördert. Genau. Ja. Er klingt ja total spannend, muss natürlich auch eine gewisse Robustheit haben, das Gerät. Ne? Aber es wird natürlich hinfallen, es wird, je nachdem wie alt das Kind ist, irgendwann noch vielleicht mal in den Mund genommen werden oder irgendwie rumgetatscht und dergleichen. Also das sind schon Dinge, die sind jetzt, also es ist jetzt nicht das typische so KI-Startup, was sich rein auf Software, sondern man muss auch ein robustes physisches System dahinter entwickeln, mit Hardware und was irgendwie funktioniert und in einem besonders anstrengenden Umfeld, nämlich die Kinderhände. Da habt ihr ja schon einiges vorgenommen, ne? Also sehr, sehr spannend. Jetzt hattest du das schon gesagt, mit der App ein bisschen um zu kontrollieren. Ich glaube, das sind auch, sind so die ersten Bedenken, die man auch hat als Elternteil. Ich musste ja das auch so ein bisschen lernen und mein älterer Sohn, der ist jetzt 10, der hat ja irgendwie schon alles so gefühlt durch. Und dann lernt man natürlich auch, dass man so Eltern-Apps hat, bei fast allem. Wie sieht es denn aus? Also wie schätzt ihr denn so das Thema Privacy oder eben Sicherheit auch ein? Weil im Prinzip könnte sich auch jemand da einloggen und weiß ich was. Lexi spricht dann irgendwas ganz Blödes und strickt die Kinder oder dergleichen. Wie habt ihr euch damit schon mal konfrontiert oder habt ihr an sowas auch schon besonders gedacht? Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, ne? Wir entwickeln halt ein Kinderspielzeug und da ist Sicherheit steht da ganz oben. Ist natürlich uns beiden auch super wichtig, weil wir wollen natürlich ein Produkt entwickeln, was unsere Kinder auch nutzen sollen. Und da ist natürlich ein Thema direkt die Kamera. Da muss man natürlich schauen, dass da nicht irgendwelche Bilder von den Kindern selbst und so weiter irgendwie ins Internet gelangen. Ne? Und da gibt's dann natürlich aber auch Maßnahmen, die wir dafür berücksichtigen. Zum Beispiel, dass das Gerät halt wirklich auch nur dann die Objekte zum Beispiel in der Natur erkennen kann, die es auch erkennen soll. Also dann zum Beispiel sodass dann auch erstmal überhaupt keine Personenaufnahmen genau möglich werden. Genau, dann ist natürlich die weitere Maßnahme dann wirklich, das komplett on the edge laufen zu lassen, wovon wir eben schon gesprochen haben. Dann hat man diesen Internetzugriff ja erst gar nicht. Ja. Das ist natürlich dann so das Allerbeste. Aber wir werden auf jeden Fall im weiteren Entwicklungsprozess natürlich diese Themen ja ganz oben auch auf die Agenda setzen und müssen wir auch allein schon jetzt wegen des AI-Acts und da wir uns da im Bereich Spielzeug und Bildung bewegen, sind wir automatisch in der Hochrisikoklasse und von daher wird das die Entwicklung natürlich sehr stark beeinflussen. Und wir hatten jetzt sehr viel in dem Tech Talk immer über Maschinenanlagenbau, über Produktion. Es ist eine sicherheitskritischere Variante als die doch sehr komplexen Systeme, über die wir hier zum Teil gesprochen haben, wo ja viele sagen, ich darf nicht wegen AI, wo man eigentlich filmen kann. Euch trifft das zu Recht, da seid ihr ja selber, habt ihr ja gesagt, also ihr wollt ja auch, dass das so funktioniert, weil ihr seid ja Erfinderin und Nutzerin irgendwo von so einem System, was immer meiner Meinung nach ein Erfolgsrezept ja ist. Aber tatsächlich ist das schon etwas, was natürlich mit dem AI-Act anders zu bewerten ist, als jetzt dann eben andere, ich sage jetzt mal eine Produktionsmaschine. Und das will sicherlich keiner und ich denke, das wäre auch dann der Marketing-Go, wenn so ein Gerät dann ganz blöde Sachen sagt oder Fotos dann irgendwo im Internet auftauchen, weil das wird man nicht verhindern können, dass die Kinder, ich kenne das ja auch ganz gut, nicht unbedingt das Objekt sofort treffen beim Fotografieren und auch wenn es nur eine Taste hat, muss man das natürlich auch sicherstellen. Was seht ihr denn jetzt aus eurer Sicht so die vielleicht erstmal größten Herausforderungen, muss ja gar nicht technologisch sein, um so ein Produkt, ich sage jetzt mal auch so in Deutschland als Startup, was auf dem Weg seid ihr jetzt hin, nach vorne zu bringen? Also was beschäftigt euch so aktuell am meisten? Ja, vielleicht einmal das, was gerade auch schon Thema war, dieses
in der Prototypenphase. Wir tüfteln, wir probieren einfach aus, arbeiten mit ChatGPT und Co. Und wenn wir dann darüber nachdenken, das dann wirklich auf den Markt zu bringen, dann stehen wir da vor ganz vielen Herausforderungen. Und diesen Switch müssen wir dann, glaube ich, rechtzeitig machen, ne? Und das einfach jetzt auch schon mitdenken. Ja, absolut. Eine andere Herausforderung ist sicherlich dann die Content-Erstellung. Also Lexi soll natürlich irgendwann alles erkennen können. Wir wollen die Kinder nicht auf dem Trockenen sitzen lassen. Die sollen wirklich alles hier im Teutoburger Wald erforschen und entdecken können. Und das ist natürlich einmal eine Frage der KI, des Datenmodells, aber auch des Inhaltes. Und auch da wollen wir dann uns Unterstützung von generativer KI holen, um einfach schneller Inhalt zu produzieren. Müssen das aber alles natürlich prüfen. Also das ist auch unser Anspruch, eine Redaktion zu haben, die das dann sowohl pädagogisch als auch inhaltlich prüft, einfach weil wir so eine sensible und wertvolle Zielgruppe haben. Ja, absolut. Jetzt habt ihr den Fokus ja auf, ich sage jetzt mal, Natur erstmal vielleicht auch, Pflanzen und dergleichen. Was wäre so ein weiterer Content, der denkbar wäre, außer Pflanzen, sage ich jetzt mal. Es gibt auch Kinder, die finden Pflanzen vielleicht nicht so spannend, aber trotzdem viel an ihrem Umfeld. Also habt ihr euch da schon Gedanken gemacht? Ja, durchaus. Also das ist auch sehr spannend, weil wir schon mit einigen Eltern und auch ErzieherInnen sprechen konnten und da kommen Ideen von allen Seiten. Also zum Beispiel eine Idee ist, dass Lexi bei der Integration hilft. Für neue Kita-Kinder, neue Grundschulkinder, sei es, dass sie einfach noch schüchtern sind in ihrem neuen Umfeld, sei es, dass sie vielleicht nicht Deutsch als Muttersprache haben, dann kann Lexi auch alles in der Kita erkennen und in der Grundschule und im Prinzip das Ankommen im Alltag der Einrichtung erleichtern. Dann aber auch zum Beispiel Spracherwerb, also Fremdsprachen, das kann auch in die andere Richtung gehen. Lexi könnte auch Englisch oder Französisch oder Chinesisch sprechen. Genau, und dann ist natürlich die Natur etwas, wir starten im mitteleuropäischen Raum, aber sind eigentlich unbegrenzt. Also die Urlaubsreise nach Asien oder ans Mittelmeer, Nordamerika, also da gibt es ja auch immer wieder neue Sachen zu entdecken. Ja, genau. Absolut. Also das heißt, im Prinzip würdet ihr euch so ein bisschen an die Zielgruppe auch herantasten und einfach gucken, wo fährt man hin. Und das könnt ihr wahrscheinlich selber auch ganz gut einschätzen. Aber das ist ja schon mal spannend. Ich finde das total spannend, auch mit diesem Thema Integration beziehungsweise dann Kita-Alltag erstmal kennenlernen. Ich glaube, das ist auch eigentlich ein total spannender Use Case dafür. Und das muss ja gar nicht da aufhören, weil ich sage jetzt mal, bei so einem Kita-Kind ist das eine, aber zum Beispiel dann später in der Schule könnte man sowas ja auch als Lernwerkzeug einsetzen. Das heißt, dass man es gar nicht jetzt für die Inhalte, die man sich so persönlich raussucht, sondern tatsächlich dann auch als Lernwerkzeug stärker mit nutzt und integriert. Und wir sind ja in Deutschland pädagogisch noch auf der Suche nach dem richtigen Weg in der Schulbildung, wobei sich da vieles tut. Als Vater will ich nicht alle schlecht reden. Also tatsächlich sind alle bemüht. Aber man hat noch nicht den Zugang, wie man mithilfe von solchen Lösungen wie KI tatsächlich den Kindern noch stärker und leichter hilft zu lernen. Das wäre natürlich auch ein denkbares Szenario. Auf jeden Fall. Also Lexi kann die Kinder mit 3 Jahren kennenlernen und kann sie dann auf ihrem Lernweg begleiten. Also bis in die Grundschule hinein und auch mit ihnen lernen. Ja. Habt ihr schon mal Gedanken gemacht, wie schwer es einem Kind wieder fallen wird, auf Lexi zu verzichten? Ich meine, klar, das wollt ihr jetzt, ne? Aber es ist ja schon, also ich sage jetzt mal, ich wäre da entspannt, aber meine Frau, die würde jetzt mal sagen, mein Gott, kann das noch ohne Lexi? Und mein Sohn, der hat jetzt aktuell einen Tamagotchi. Und das geht schon das ist schon Familienmitglied dadurch geworden, geht aber also allen Erwachsenen erstmal tierisch auf die Nerven. Das ist jetzt hier vielleicht was anderes, weil das kann irgendwie nur piepen und sterben alle 5 Tage. Aber im Prinzip integriert man das ja dann schon rein, weil so ein Wissensträger ist ja schon auch etwas, was sehr prägend ist. Ne? Und so ein Prozess ist schon spannend. Ne? Und auch wieder, was kommt danach? Also kommt danach dann das Smartphone oder ist das Smartphone dann einfach eigentlich zu undediziert? Ne? Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht oder sagt ihr erstmal, wir müssen uns auf die Reise begeben, dass erstmal alle ein Lexi haben und dann gucken wir weiter? Ja, also an sich wäre das natürlich erstmal unser Wunsch, ne? Dass so das eintrifft, was du so beschreibst, weil wir wirklich einen Begleiter einfach für die Kinder entwickeln wollen, mit dem dann das Lernen auch super Spaß macht. Aber danach, also ich kann mir schon vorstellen, dass es wirklich wie bei allem, bei Computerspielen, dass es irgendwann der Zeitpunkt da ist, dann interessiert das nicht mehr so. Ne? Und so würde ich das jetzt einfach mal einschätzen, dass es dann tatsächlich irgendwann uninteressant
interessant ist und ja, dann vielleicht dann das Smartphone dann wieder der Begleiter wird, wobei man da ja, sich natürlich auch wünschen würde, dass das auch bei älteren Kindern vielleicht in irgendeiner Weise dann auch reduziert wird. Absolut. Aber ja, vielleicht entwickeln wir dafür dann auch eine Lösung. Ja. Ja, aber ich finde das ja so spannend, weil wir hier in dem Tech Talk ja viel über so Engineering-Assistenten sprechen oder über KI-Assistenten im Allgemeinen. Und eigentlich geht das ja schon in die Richtung, viel früher, sicherlich auch etwas simpler und eben keine Prozesse, wo es darum geht, ich sage jetzt mal im Produktivbetrieb irgendwas schneller zu machen, sondern tatsächlich in dem eigentlichen Lernprozess. Und ich kann mir das vorstellen, dass das ein Szenario ist, was nicht abnehmen wird, sondern eher zunehmen wird. So, das heißt, die Kinder sind eigentlich dann wahrscheinlich sogar besser darauf vorbereitet, was sie irgendwann mal erwarten wird. Und das merken wir jetzt ja schon, wenn wir uns Microsoft Copilot anschauen. Also ohne solche Copilots oder Assistenten wird es in vielen Bereichen ja zukünftig gar nicht mehr gehen, um eben dann auch Schritt zu halten. Das ist auch vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man schneller lernt und vielleicht sich auch mehr aufs Lernen fokussieren kann, als auf den Lernprozess zu gestalten, ist das ja sicherlich ein Vorteil. Ja, und da bietet Lexi auch das Potenzial, nicht nur die KI zu nutzen, sondern auch den Kindern zu vermitteln, wie KI funktioniert. Ne? Ja. Also das ist unser erster Schritt, ist es ja, die KI zu nutzen, um die Natur schneller und einfacher zu entdecken. Ein nächster Schritt wäre zum Beispiel dann vielleicht ab der Grundschule, vielleicht nicht unbedingt in der Kita, auch Wege zu finden, wie die Kinder durch Lexi einfach die Prozesse, die hinter so einem Datenmodell, hinter einer KI stecken, wie die funktionieren und vielleicht auch selber Lexi trainieren können irgendwann. Ja. Also das wäre dann auch noch eine Erweiterung, die wir uns gut vorstellen können. Sehr schön. Wie geht's denn jetzt konkret weiter? Ihr seid ja beide noch am Fraunhofer EM. Du bist aktuell in der Elternzeit, ja noch mit deinem zweiten Kind. Also eigentlich keine Zeit, wo man Zeit hat für sowas, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ihr scheint ja total überzeugt und begeistert und vor allem auch super engagiert. Wie ist jetzt der weitere Plan? Erstmal promovierst du. Ja, das genau. Ja, aber Lexi treiben wir jetzt auf jeden Fall voran, ne? Genau, weil wir sind beide davon sehr überzeugt, auch unser Team. Wir wurschteln da dran ja nicht nur alleine, sondern wir haben ja auch noch tatkräftige Unterstützung. Und ja, wir wollen das jetzt auf jeden Fall vorantreiben, sind jetzt eben dabei, den Prototypen zu entwickeln, beziehungsweise der steht jetzt schon so gut wie. Und ja, jetzt geht es darum, möglichst schnell tatsächlich auch auf den Markt zu kommen. Ne? Dafür planen wir jetzt mit einer App zunächst, weil die Entwicklung natürlich erstmal einfacher ist. Genau, die soll ja auch im Frühling nächsten Jahres dann online gehen. Und ja, parallel entwickeln wir natürlich den Lexi weiter und so dass wir dann, ja, wenn es gut läuft, auch im Herbst nächsten Jahres mit die ersten Lexis produzieren können. Ne? Da ist natürlich die Frage der Finanzierung. Da schauen wir natürlich, ja, ob wir externe Investoren finden oder ob wir über ein Crowdfunding gehen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ja. Aber genau, wir machen auf jeden Fall weiter und wollen ja auch, dass ja, unsere Kinder noch den Lexi auch gut nutzen können, ne? Und selbst ja, die Zeit läuft können. Ja, genau. Aber die Dissertation steht ja nicht im Wege. Du hast ja jetzt abgegeben. Also das heißt, wir haben nur noch die mündliche Prüfung vor uns. Und ist aber, finde ich, jetzt sehr bewundernswert, weil man spricht ja oft über, gerade jetzt bei Wissenschaftlerinnen, oft über Vorbilder und dann sucht man immer in meinem Umfeld ja auch Professorinnen, die alle schon sehr weit gekommen sind, aber du steckst ja so mittendrin jetzt gerade in dem Weg. Also Promotion, zweites Kind, Elternzeit, Ausgründung, das ist natürlich schon begeisternd. Und jetzt bei dir ist ja ähnlich, als bloß ich aus dem wissenschaftlichen Bereich, das ist ja schon bemerkenswert. Du warst neulich bei mir und hast gesagt, du willst die Stunden reduzieren, weil du willst dich auf die Gründung fokussieren. Muss es ja auch sein. Ne? Das heißt tatsächlich, ihr habt jetzt auch ein Stipendium bekommen. Das heißt, ihr werdet da auch letztlich unterstützt und könnt euch da stärker drauf fokussieren. Jetzt auch wirklich, weil ich glaube, das spürt man auch, ihr wollt und ihr müsst jetzt auch. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die nächsten. Und ich denke, so die nächsten 12 Monate ist, glaube ich, eine spannende Zeit. Ja, wir glauben auch, dass in dem Bereich einfach noch wahnsinnig viel passiert. Smart Toys etc. Und wir wollen es gut machen. Super. Ich danke euch herzlich. Ich glaube, ihr habt erstmal nicht nur für euer Produkt, sondern für diese ganze Idee und für den ganzen Spirit, den ihr vermittelt, da echt
viel Einblicke gegeben, wie kommt man eigentlich auf eine Gründungsidee, nämlich auf dem Spielplatz oder eben halt in dem Umfeld. Und trotzdem ist es gut, wenn man ein berufliches Umfeld hat, wo man eben auch viel Berührungspunkte hat mit Technologien. Also ich denke, technologiegetriebene Gründungen, das ist schon ein spannendes Feld, wo wir gerade in Deutschland noch Nachholbedarf haben, Dinge an den Markt zu bekommen. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute und hoffe, dass unsere Zuschauer und Zuhörer da jetzt tatsächlich einen guten Einblick hatten, was tatsächlich auch bei dem Thema KI-basierte Spielzeuge passiert und was erfolgreiche Frauen bei uns in OWL alles noch auf die Beine stellen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und vielen herzlichen Dank, dass ihr die Folge auch geguckt habt. Dankeschön.